Hi, heute zeige ich euch, wie ihr einen kleinen Hocker für eure Wohnung bauen könnt und dafür werde ich Reststücke benutzen. Ich habe hier ein bisschen Nuss von einem aktuellen Projekt, ein paar kleine Streifen und auch ein etwas größeres Stück. Und dann habe ich beim Aufräumen noch das hier gefunden. Das ist Eiche mit Wenge zusammen verleimt. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe und wann ich das gemacht habe, aber heute werden wir es benutzen und viel Spaß dabei. Als erstes schneiden wir uns hier aus dem Reststück die Beine raus und wir wollen natürlich möglichst sparsam vorgehen. Das heißt, ich denke mal, wir machen die Beine 2,5 x 2,5 cm. Das stelle ich mir jetzt einfach hier eben mal ein. Schneiden wir jetzt hier einen Streifen raus und daraus sollten wir dann eigentlich 4 Beine für unseren Hocker bekommen. So, jetzt haben wir uns aus dem einen Streifen 4 Beine geschnitten und weil wir die Beine am Ende leicht schräg stehen haben wollen, müssen wir unten und oben einmal einen Winkel abtragen und ich denke, ich werde 10 Grad an beiden Seiten wegnehmen. Dann stehen die Beine nicht in einem 90 Grad, sondern in einem 80 Grad Winkel und ich denke, das dürfte für unseren Hocker einen ästhetischen Look ergeben und das machen wir jetzt mal eben. So, bei dem Schnitt gerade eben habt ihr sicherlich gesehen, dass ich hier ein kleines Brett unter die Leisten gelegt habe und das hat folgenden Grund. Ich habe zwar hier am Längenanschlag diesen Stopp durch den 10. Gradwinkel und eine leichte Biegung im Holz durch den Stress, den ich beim Sägen freigesetzt habe, ist es so, dass der Winkel leicht hier drunter gehakt hat. Das heißt, ich konnte die Länge nicht gut einstellen und durch dieses Brett, was ich mir da drunter gelegt habe, war ich dann in der Lage, das Ganze am Längenanschlag gut einzustellen, um so alle 4 Teile auch genau gleichmäßig zu sägen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der beste Tipp ist, den ich euch geben kann, aber ich habe es jetzt mal so gemacht. Man muss halt alles gut festhalten, wenn man 2 Teile sägt und hat sehr gut geklappt. Insofern, jetzt können wir weitermachen und sägen erstmal die Platte weiter zu. Was ich natürlich im Vorfeld so ein bisschen vergessen habe, an dem Ding ist irgendwie überhaupt gar nichts gerade und jetzt ist natürlich die Frage, wo holen wir uns jetzt die Referenzkante her? Und bei mir ist das eigentlich relativ einfach. Ich zeichne mir jetzt hier einfach Pi mal Daumen irgendwie eine halbwegs gerade Linie an, beziehungsweise die Linie ist sehr, sehr gerade. Und werde das Ganze jetzt einfach mit meiner Handkreissäge und einer Schiene gerade sägen. Das heißt, alle weiteren Schnitte können wir dann von dieser Kante sozusagen ausgehend weitermachen. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal eben. Und ich würde mal sagen, das ist dann doch sehr ressourcensparend zugeschnitten. Das ist wirklich dünn wie Papier, was wir hier abgeschnitten haben. Also wir nutzen die Länge des Stücks wirklich sehr gut aus. Und ja, das brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Und weiter geht's. So, jetzt wo wir die Sitzplatte und die Beine haben, habe ich hier schon mal geschaut, dass die Beine halbwegs bündig mit der Platte aufhören. Das muss jetzt für mich nicht perfekt sein, weil ich denke, ein bisschen nach innen oder außen gerückt sieht auch okay aus. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns die Beine hier einmal drauflegen und machen uns sozusagen das Messen
der Leiste dazwischen super einfach, weil wir gar nichts groß rechnen, sondern wir messen das jetzt ganz stumpf aus. Also wir legen uns die beiden hier bündig an, weil wir die Seiten bündig zum Körper haben wollen und messen jetzt einfach einmal hier zwischen, was wir da haben. Da haben wir jetzt genau 15,5. Das können wir uns gut merken. Das heißt, die Leiste, die zwischen die beiden Beine kommt und das Ganze ein bisschen stabilisiert, sägen wir jetzt einfach auf 15,5 cm zu. Und dann können wir das Ganze noch einmal für diese Leiste ausmessen und dann können wir alles zusammenbauen und der Hocker ist schon fertig. Also ich habe jetzt hier für die Beine die Domino-Verbindung gefräst und da habe ich auf jeden Fall einen super Profi-Tipp für euch. Kauft euch einen weißen Markierungsstift, denn auf dunklem Nussholz mit einem dunklen Stift zu markieren und dann in einer Ecke ohne Licht zu arbeiten, das ist einfach nur ziemlich dämlich. Jetzt schauen wir mal, ob alles auch halbwegs zusammenpasst, was wir gerade gemacht haben. So, nachdem wir jetzt die beiden Beine sozusagen fertig haben, brauchen wir noch die horizontale Verbindung zwischen den beiden und da brauchen wir wieder einen 10-Grad-Winkel und das machen wir jetzt einfach wieder mit der Formatkreissäge und sägen uns die letzten 2 Stücke, die wir für unser Projekt brauchen, zu. Die Dominos in den Beinen, die Löcher dafür sind schon gesägt. Hier machen wir noch welche rein, dann können wir alles zusammenstecken, schauen, ob es passt, packen noch Leim dazwischen, wenn es passt und dann ist es fertig. Unser Hocker ist fertig, alles passt schön zusammen, die Winkel sind sauber. Trotzdem muss ich das Ganze jetzt nochmal auseinanderbauen und muss es verleimen. Die Platte oben ein bisschen schleifen, nicht viel, denn der Kunde möchte das Ganze rustikal haben. Das heißt, die Löcher hier oben werde ich nur ein bisschen ausschleifen, aber im Großen und Ganzen bleibt der Hocker so, wie er jetzt ist. Ich werde euch später noch Bilder zeigen, wie das Ganze geölt aussieht. Jetzt hört das Video hier aber erstmal auf. Ich mache die langweiligen Schritte ohne Kamera und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal.